Das sieht ganz schön gefährlich aus. Sollte man nicht langsam irgendwas tun? Erdo? Hallo? In der Türkei wird gewählt und für Präsident Erdogan gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht, Lindsay Lohan steht voll hinter ihm. Das ist schon mal prima, das ist ein guter Anfang. Die schlechte Nachricht, alles andere. Erdogans politischer Erfolg beruhte bisher auf dem wirtschaftlichen Erfolg der Türkei. Aber seit er das Land schrittweise von einer Demokratie in eine Autokratie umbaut, geht es immer weiter bergab. Jedes 4. Bürogebäude in der Türkei steht leer. Jeder 5. junge Türke ist ohne Arbeit. Die Aktienkurse sind schwach. Die Kurse der Staatsanleihen fallen. Die Lira hat seit Anfang des Jahres mehr als 20% an Wert verloren. Und was mit am wichtigsten ist, die Direktinvestitionen aus dem Ausland in die Türkei haben im 10-Jahres-Vergleich um über 60% abgenommen. Und das ist deshalb von Bedeutung, weil Erdogan sich ja so gern dafür feiern lässt, wie ultra geil, hammerhart er quasi im Alleingang die türkische Wirtschaft nach oben gepusht hätte. Aber zur Wirklichkeit gehört eben auch, dass dieses türkische Wirtschaftswachstum zu großen Teilen erst durch Gelder aus dem Ausland ermöglicht wurde. Also ihr wisst schon, dieses böse Ausland, das laut Erdogan ständig die Türkei fertig machen und am Boden sehen will. In der Realität aber haben die bösen ausländischen Banken der Türkei aktuell 224 Milliarden Dollar geliehen. Davon kommen zum Beispiel 83 Milliarden aus Spanien, 34 Milliarden aus Frankreich oder 13 Milliarden aus Deutschland. Jeder kennt es vom Tourismus. Mit den Menschen aus dem Ausland kommt das Geld ins Land. Aber nicht nur im Tourismus, sondern auch in vielen anderen Wirtschaftsbereichen ist Geld aus dem Ausland extrem wichtig für die türkische Wirtschaft. Und das wäre soweit auch gar kein Problem. Problematisch wird es erst dann, wenn man das Geld zwar gut irgendwie reinholt und annimmt, aber wenn die Rückzahlung eben dieses Geldes ernsthafte Fragen aufwirft. Allein in den kommenden 12 Monaten muss die Türkei ausländischen Gläubigern Kredite in Höhe von rund 180 Milliarden Dollar zurückzahlen. Ob die Türkei das unter Erdogan tatsächlich schafft, das ist aber alles andere als sicher, denn erstens macht der Absturz der eigenen Währung Lira die Bezahlung der Schulden noch schwieriger und teurer, als es schon wäre. Und zweitens scheint Erdogans großer Plan, wie er diese Kredite bezahlen kann, momentan vor allem daraus zu bestehen, neue Kredite aufnehmen zu wollen. Aber auch das, also das Anschaffen neuen Geldes aus dem Ausland für die Türkei, das wird mit ihm immer schwieriger. Kein Auftritt verursachte mehr Schaden als Erdogans Mittagessen mit Vertretern von Banken und Investmentfonds in London. Dieses Treffen fand letzten Monat statt mit Vertretern von JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, der Deutschen Bank und vielen anderen Geldgebern. Den Vertretern blieb das Essen im Halse stecken, als Erdogan loslegte. Statt Investoren zu versichern, dass die türkische Zentralbank unabhängig sei, erklärte der Präsident, er wollte seine Kontrolle über die türkische Finanzpolitik ausweiten. Spätestens da gingen bei allen, die im großen Stil in die Türkei investieren wollten, die roten Alarmleuchten an. Denn zum einen ist es nicht gerade ein Zeichen von Stabilität, wenn ein Politiker sämtliche Felder irgendwie versucht zu kontrollieren wie in so einer Bananenrepublik. Und zweitens ist gerade Erdogan nicht gerade für eine besonders ausgereifte Finanzexpertise bekannt. Er erfand sogar eine neue ökonomische Theorie, der zufolge die Inflation sinke, wenn die Zinsen sinken, obwohl das jeder praktischen Erfahrung der vergangenen 2000 Jahre widerspricht. Wir fassen mal kurz zusammen. Arbeitslosigkeit im zweistelligen Prozentbereich, jede Menge bald fälliger Kredite im Nacken, die eigene Währung verliert massiv an Wert und außer neuen Schulden gibt es kein wirkliches Konzept, wie die Wirtschaft wiederbelebt werden kann. Bei allen großen Ratingagenturen wird die Türkei mittlerweile auf dem berüchtigten Ramsch-Niveau gelistet. Bedeutet, du kannst der Türkei zwar Geld leihen, aber wundere dich später nicht, wenn nichts zurückkommt. Die Türkei ist stolz darauf, Mitglied der G20 zu sein, muss aber mittlerweile für ihre Schulden tiefer in die Tasche greifen als der Senegal. Und wie reagiert Erdogan? Also jeder in der Türkei merkt, die Inflation wird immer schlimmer und irgendwas muss passieren. Was macht Erdogan? Was ist sein konstruktiver Vorschlag? Wie möchte er das Vertrauen wiederherstellen und die Kreditwürdigkeit der Türkei erhöhen? Er macht einfach seine eigene Ratingagentur. Woo! In Zukunft soll die Türkei einfach selbst bewerten, wie kreditwürdig sie ist. Also stellt euch vor, als würdet ihr bei eurem Vermieter keine Auskunft der Schufa vorlegen, sondern eine von euch selbst geschriebene Behauptung, ich bin sehr kreditwürdig. Also so in etwa sieht Erdogans Masterplan gegen die Inflation aus. Aber nicht nur für die Zukunft sieht es zunehmend besorgniserregend aus, auch die Gegenwart in der Türkei wird langsam wirklich gruselig, wie der Fall von Şenol Buran zeigt.
Şenol Buran ist Çaycı. Der Çaycı kocht und verteilt Tee bei seinem Arbeitgeber, der regierungskritischen Tageszeitung Cumhuriyet. In dem Gebäude der Tageszeitung sind permanent Polizisten. Okay, Cumhuriyet ist bekannt, eine der letzten regierungskritischen Zeitungen im Land. Ja, also bereits 2 Chefredakteure und mehr als ein Dutzend Journalisten der Zeitung wurden für ihre kritische Berichterstattung schon ins Gefängnis geworfen. Was hat nun der Mann verbrochen, der diesen Leuten den Tee kocht? Eines Tages sagt Buran vor einem der Polizisten, er würde niemals für den Staatspräsidenten Tee kochen. Der Beamte verrät Buran an einen höher gestellten Kommissar. Dieser lässt den Çaycı festnehmen wegen Präsidentenbeleidigung. Buran saß 8 Tage im Gefängnis. Danach lief gegen ihn ein Prozess. Seine Strafe 11 Monate und 20 Tage Haft auf Bewährung. Festnahme, 1 Woche Gefängnis und dann 1 Jahr lang Haft auf Bewährung. Für die Aussage, er würde Erdogan keinen Tee kochen. So, da ist die Türkei mittlerweile angekommen mit Erdogan. Und ich sage es auch noch mal ganz langsam für die Erdogan-Fans und für die AKP-Wähler, das ist nicht normal. Die Vereinten Nationen kritisieren in einem aktuellen Bericht, in der Türkei würden die Menschenrechte Hunderttausender auf fundamentale Weise verletzt. Gefangene seien geschlagen, vergewaltigt oder mit Elektroschocks gefoltert worden. Angeprangert werden zudem willkürliche Verhaftungen und Entlassungen sowie massive Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Die Reaktion aus der Türkei: Die Autoren würden fehlerhaft berichten. Ankara sieht aber davon ab, die angeblichen Fehler zu benennen. Eine Sache muss man sich bei diesen Wahlen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Normalerweise wären noch überhaupt gar keine Wahlen, aber Erdogan hat die Wahlen um 1,5 Jahre vorgezogen. Die Wirtschaft in der Türkei steuert so schnell auf eine Krise zu, dass er eine Wahl zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich überhaupt nicht mehr für sich entscheiden könnte. Ich meine, die Menschen in der Türkei merken schon jetzt, wie es bergab geht. Der Istanbuler Wirtschaftsprofessor Sefettin Gözel glaubt, die Regierung wird die Wirtschaft wohl noch einige Wochen und Monate am Laufen halten können. Richtig bitter wird es erst nach dem 24. Juni. An diesem Datum wird gewählt, und zwar erstmals gleichzeitig Parlament und Präsident. Aber warum möchte sich Erdogan schon wieder zum Präsidenten wählen lassen? Also so lange ist es noch gar nicht her. Aber erinnert euch, was letztes Jahr passiert ist. Unter massiven Manipulationsvorwürfen konnte Erdogan knapp eine umstrittene Änderung der Verfassung durchsetzen. Es ging um die Einführung des Präsidialsystems, das ihm noch mehr Macht bringt und durch das er theoretisch bis 2034 im Amt bleiben könnte. Bis 2034! Er wäre dann 81 Jahre alt. Fun Fact: Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt in der Türkei bei 78 Jahren. Diese Macht ist für ihn vorgesehen, aber noch hat er sie nicht. Denn die bekommt er erst bei der nächsten Wahl zum Präsidenten. Erst dann gilt das neue Präsidialsystem. Aber das Spannende ist, dass erstmals bei der anstehenden Wahl die Opposition ihm wirklich gefährlich werden könnte. Die anderen Parteien gehen dieses Mal nicht wie sonst chancenlos getrennt in die Wahl, sondern vereint als Bündnis. Es scheint vielen unvorstellbar, aber Erdogan kann bei der Wahl geschlagen werden. Natürlich klammert er sich an seine Macht und wird alles dafür tun, seinen Präsidentenamt nicht zu verlieren. Denn sind wir mal ehrlich, sobald Erdogan verliert und nicht mehr im Drücker ist, werden die Leute, die nach ihm kommen, aber mal ganz genau hinschauen, was er und seine AKP-Kumpels eigentlich jahrelang scheinbar ohne jede Kontrolle gemacht haben. Da wird man mal fragen, wie war das eigentlich damals mit den tausenden Festnahmen ohne Anklage? Wer hat denn die Aufsicht gehabt in den Gefängnissen, denen gefoltert und vergewaltigt wurde? Und wo wir schon mal dabei sind, was ist denn mit den ganzen Korruptionsvorwürfen, gegen die wir jahrelang nicht ermitteln durften, weil tausende Polizisten und Staatsanwälte kaltgestellt und versetzt wurden? Solche Fragen wird man stellen. Und wenn es soweit kommen sollte, sehe ich für Erdogan 2 Optionen. Entweder Knast in der Türkei oder Flucht ins Ausland. Und ich würde dann sogar sagen, falls es soweit kommt, wisst ihr was, Schwamm drüber, Asyl für Erdogan in Deutschland. Ja? Meinetwegen juckt, soll er herkommen. Ja? Also von mir aus wirklich, soll Erdogan frei in Deutschland sein, damit die Türken endlich wieder frei in der Türkei sein können.